Aber ich habe immer gesagt, nein, sage ich nein, gib die Millionen den Armen. Ich brauche es nicht, ja? How to get rich online. Das 90er-Tutorial. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie kann man Geld verdienen. Die ganzen neuen Systeme funktionieren nicht, aber in den 90ern, da wurden ja viele Millionäre da sind ja viele Millionäre entstanden. Ne? Zum Beispiel Mark Zuckerberg. Zum Beispiel. Wie hat er es geschafft? Der muss ja irgendein Geheimnis haben, wie er zum Beispiel damals die Sourcen geklaut hat von seinem Kollegen. Das ist ja auch irgendwie passiert, ne? Oder Elon Musk, wie hat der Mann geerbt? Wie ist das passiert? Also wie hat der Mann das Vermögen seines Vaters nutzen können, um sich ein Imperium aufzubauen? Da sind ja auch die 90er bergen viele Geheimnisse, in die wir einfach mal abtauchen wollen. Und in 6 Minuten 55, das müsst ihr von eurer Lebenszeit investieren. Wir gehen einfach rein. Es ist wie die 90er, es gibt keine Untertitel. Höchstens als Format nebenbei. So, jetzt aber hier rein. Welcome to the wide world of web. Welcome. Ja, I'm your host, Smithers O'Neill. Smithers. And on today's episode, we're going to learn how to make money online. My product I'm selling is a book on becoming an internet master. Never go outside. Das ist schon mal gut. Also niemals rausgehen, das kann ich. Niemals rausgehen schaffe ich. 420 Seiten. Ist das noch auf Papier? Der verkauft nicht mal ein PDF. Also das ist okay, das hat sich ein bisschen geändert. Ich würde kein Buch mehr verschicken. Also ich würde das nur automatisieren, dass da irgendein Skript, was ich irgendwo billig gekauft habe, irgendein beschissenes PDF verschickt für eure Kröten. 420 ist, glaube ich, nur Zufall, das gab es damals noch nicht. It's a steal for all of its valuable knowledge, covering everything from crafting a good profile to professional email etiquette How to email proper death threats, to geil. even chatting with friends online. Cybersex. But it's not going to sell itself. So we're going to put together a mass email to tell everyone about our new product. Aha. Just make sure to include how your product will improve. Wichtig ist übrigens, dass ihr nicht alles in Blind-Copy-Carbon, also nicht BCC macht, sondern am besten schon bei an und dann aber mit Komma trennen und dann alle Adressen, die ihr gesammelt habt im Internet. Das ist sehr wichtig, dass am Ende so ein Adressblock da steht. Das ist super wichtig, ja. Und dann Internet Novice 4 Not, I bring the Ultimate Guide. Okay, das ist schon mal ganz gut. Da lernen wir schon was. Ja, warte. About our new product. Just make sure to include how your product will improve their lives. And send. When this makes me rich, I'm going to buy a trophy wife and finally lose my virginity. Oh, a potential customer. Time to put on our salesman hats. Das ist auch so geil. Stop spinning. It seems Ronald doesn't understand the value of this guide I spent years creating. How should we proceed? Einfach höflich antworten. Follow up with an email next week, then every day after that. Ja. B. Explain to Ronald that there is a vast difference between canine excrement and the knowledge contained in this guide. Das will keiner C. hören. Give him a shining example of your product's value. Ah. Let's try to sweeten the deal. Dear Ronald, Ach so. this guide is far from dog shit, but I would be happy to send you an entire box full of it at add in his home address. That'll show him I mean business. And if he wants to know how I found out where he lives, he can simply buy the full guide. Now that's something they certainly won't teach you in Marketing 101. Come over and I'll rub you. I'd rather avoid a confrontation of this nature. What should we do? A. In exchange for a sale, accept Ronald's proposal, but pretend to enjoy it. B. Negotiate the sale. He either makes a purchase or you post he enjoys bestiality on a dog lover's internet forum. Ich glaube, B wird's. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, B wird's. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte seine Adresse aber noch an irgendeine Mailingliste verkauft. Oder generell an Mailinglisten verkauft irgendwo, an dubiose. Vielleicht auch einen Newsletter anbieten mit kostenlosen Tipps und alle Leute, die sich eintragen, kriegen natürlich immer unseren Spam und wir verkaufen aber die ganzen Adressen auch noch weiter. Ja, das ist ja Win-Win für alle. Und dann kriegen die auch noch Tipps von den anderen. Das ist doch super, da profitieren doch einfach alle am Ende von. C. Market to a different demographic. Na, Well, I can tell you from experience that options like A or B won't lead you to profit quite like C will. And hey, good idea, Ronald. Our target demographic should be the elderly. Heck, we can even start with his elderly mother. Das wird schlimmer, als ich dachte. After some Was? digging on their family's history, Was? I found that Ronald's mother, Edna Goldberg, survived the Holocaust by fleeing to New York City in the late 1930s with her mother. But because of Was? Edna's old age, we're going to approach her with a much different strategy. Oh, The okay. strategy of storytelling.
Jetzt bin ich gespannt. Ich lerne hier wirklich was. We are Warte. telling the story of Solomon Schwarzenbergen, heir to the Schwarzenbergen diamond fortune. Aha. But oh no! A gang of bad guys have kidnapped Solomon, so they can steal his family's fortune and do more bad things. Oh nein. Luckily, Solomon was able to escape. However, when he was forced to do some pretty awful things, he gave up his financial information. In order to reclaim it, he asks if she can send him an advance of pay. But in return, a large reward for Edna's trust. Ich kenne aber dieses Setup, kommt mir sehr bekannt vor. Normalerweise ist das immer der Prinz aus Nigeria. Ja, der immer und so. Da habe ich auch schon diverse aus Indien. Aus der ganzen Welt werden mir Millionen angeboten. Ich weiß nicht, wie es euch gibt, aber Millionen. Hätte ich das alles angenommen, wahrscheinlich wäre ich Milliardär. Ja, ich sag, wie es ist. Aber ich habe immer gesagt, nein, sage ich nein. Gib die Millionen den Armen. Ich brauche es nicht, ja? And we'll just finish it out prinzpuma@aol.com. family, blah, 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 and tell her how she can pay. Mhm. Whew. Fishing this hard for a sale sure can be exhausting. It's moments like these that I like to take a break and get a breath of fresh air. Relax. I'm Drin not bleiben, talking hä? about going Ach so. outside. I'm talking about today's sponsor, Fume. Fume is a flavored air device that's designed to help you kick your bad habits, so you can toss them where they belong. It's sure got a good review from me. Just don't revert to your old ways. Instead, sit back and enjoy all natural, delicious flavored air. Like orange vanilla, sparkling grapefruit, raspberry lemon, and much, much more. Thanks to Ich Fume, weiß nicht, ob das echt ist oder ein Fake. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. you'll feel refreshed as you update your old habits to a much less toxic place. A little kindness never hurt anybody. So head to Fume gibt's wirklich? Okay. SkyCorp to Ah, enjoy okay. 10% off when you get the journey pack. Fume. You can also upgrade this Gibt's pack wirklich. to the Aber newly okay, launched nices Union Placement. for Gut Love. gemacht. And you'll still receive Passt sehr, sehr 10% gut off. rein. So. Well, would you look at that? Oh, Edna. responded to our business opportunity. It's just as I thought. She couldn't help but bite. And now we've reeled her in, hook, line, and... Wait a second. My son Ronald can help me... Oh, no. No. We can't let that cheap son of a gun get in the way of this lucrative business opportunity. Dearest Edna, they have now captured my son, Solomon Jr. Nein, was Adding auch? drama to our story is a very effective way to create a sense of urgency. And then we'll just add some more spicy details. Throw in a much higher offer. And the most important, a very special link for her credit card. At her old age, we want to make it very convenient for Edna to give us her financial information. Das ist ganz furchtbar. Das ist alles furchtbar einfach nur. Was ich schön finde übrigens in seinem Posteingang ist noch die erste Mail. Hallo? 1998, warte mal. Die erste Mail. Dr. Sex at Webklinik, Penis Enlargement. Vor allen Dingen nicht Penis Enlargement, sondern Re-Doppelpunkt. We did it! Edna sent the money, which also means we have her card information stored safe and sound. Ah, Now we can wie either praktisch. A, buy expensive jewelry and resell it, then move all profits safely to an account in the British Virgin Islands. B, educate Edna on the dangers of the internet. Ha. Well, I wouldn't be the master of the internet if I didn't teach people about the wide world of web. Ich bin heute mit den Antworten sehr enttäuscht. Ah. For good measure. And we'll just send it over to that son of hers as a little gift. This way, Ronald can use my book to educate his mother, as outlined in chapter 37 of my book. And voila! We're now a successful online entrepreneur Geil. who's earned over $20K in just under 1 week. In the future, just make sure to ignore any pesky emails from any ungrateful customers. It's better to focus your efforts on finding new ones Right up and vor convince them to see how Cybersex valuable hier. your product really is. It doesn't matter who you are or where you're from. Anyone can make an honest living in the wide world of Da ist der web. Nigerian Prince, ja. Cool.
Wieder was gelernt. Und wenn euch das geholfen hat, ja, dann sagt doch mal nächste Woche wieder im Stream Bescheid oder übernächste, ich weiß noch nicht genau, wegen Friendly Fires nächste Woche. Ja, sagt im nächsten Stream gerne Bescheid, ob euch diese Tipps geholfen haben und bedankt euch doch einfach mit 100er Subbomben. Toll, dann haben alle was von. Lasst eure E-Mail-Adresse noch da und unsere Geschäftspartner werden euch direkt anschreiben mit unfassbaren Angeboten.